Die Kosten im Gesundheitswesen explodieren. Die Finanzsituation vieler gesetzlicher Krankenkassen, sie sind angespannt und echte Lösungen noch nicht in Sicht. Sogar die komplette zahnärztliche Versorgung aus dem Leistungskatalog der Krankenkassen zu streichen, hält der Chef der Innovationskrankenkassen, Ralf Hermes, für denkbar. Und angemessenen Zahnersatz, zahnärztliche Behandlungen und homöopathische Leistungen sollten demnach aber mindestens drastisch gekürzt werden. Forderungen, bei denen genau zugehört wird. Ich möchte darüber sprechen mit Ralf Hermes, Vorstand von Die Innovationskasse. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja, gerne. Guten Tag. Ja, schon jetzt braucht es ja oftmals eine Zahnzusatzversicherung. Sind gesunde Zähne also bald dann nur noch für die Eliten zugänglich? Nein, so sollte das nicht sein. Die gesetzlichen Krankenkassen sollten auch nach wie vor, ist ja heute auch der Fall, die Basisversorgung sicherstellen. Heute gibt es ja auch schon Eigenanteile. Ich bin allerdings der Auffassung, die alten Antworten, die alten Lösungen verfangen nicht mehr. Und deswegen müssen wir auch beim Zahnersatz umdenken. Wir müssen mehr Prävention in Schulen, in Kindergärten und auch darüber hinaus. Denn gute Zahnpflege erspart dann auch Zahnersatz. Und dann können wir uns auch ein Stück weit aus den Kosten dort herausbringen beim Zahnersatz. Wenn es dann aber leider schon so weit ist und man hat eben Karies oder andere Zahnprobleme und diese bleiben unbehandelt, weil man sich dann die Eigenkosten nicht leisten kann oder will, führt es nicht zu viel größeren Problemen und Kosten für die Krankenkassen? Denn unbehandelter Karies beispielsweise kann zu Lungenentzündungen oder im schlimmsten Fall sogar zu Herzinfarkten oder Schlaganfällen führen. Das ist ja dann deutlich teurer. Ja, wenn man eine gute Prävention betreibt, dann passiert das eben nicht. Und wenn das denn passiert, ist das oft ein Zeichen schlechter Zahnpflege, und zwar schon im Kindesalter, dann auch bei Jugendlichen. Und das gilt es eben zu vermeiden. Und die Einzelfälle, die dann auftauchen, die muss man anderweitig lösen, weil da haben wir es ja dann auch mit Eigenverschulden zu tun. Also Prävention, Ihre Antwort dann vor allem in den Schulen. Wie wird das dann finanziert? Das müsste dann über den Staat finanzieren, über die Kommunen. Das war früher besser, ist schlechter geworden, ist zurückgeführt worden und muss dringend wie in anderen europäischen Ländern auch wieder konsequent aufgebaut werden. Muss man dann aber davon ausgehen, wenn dieser Vorschlag von Ihnen so dann Schule macht, dass das vielleicht nur der Anfang ist und man dann in einigen Jahren für fast alles extra zahlen muss, während die Beiträge ja trotzdem hoch bleiben? Ja, die Beiträge müssen dann gesenkt werden oder sinken, weil man kann ja nicht mit immer neuem Geld ein System am Leben erhalten, was stark reformbedürftig ist. Das heißt, wir müssen über alles neu nachdenken und selbstverständlich, wenn wir das System umbauen in Richtung mehr Eigenbeteiligung und auch in Richtung von Zusatzversicherungen bei den Zähnen, beziehungsweise auch durchaus über Wahltarife bei Fachärzten jetzt nachdenken, was ich gerade aktuell tue, dann muss es natürlich dazu führen, dass die Beitragssätze oder die Zusatzbeiträge, wie wir sagen, reduziert werden und damit der Faktor Arbeit entlastet wird. Also ein komplettes Überdenken des jetzigen Systems ist notwendig. Das sagt Ralf Hermes. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja, gerne.